Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und heute beschäftigen wir uns in dem Video damit, wie setzt man einen Stimmstock in ein Instrument ein. Mehr davon nach dem Intro. Bitte, Tobias. Wir haben in einigen der letzten Videos, wo es über die Länge vom Stimmstock gehört, über die Position vom Stimmstock gehört, wie man die Passungsflächen wirklich macht, dass die hinhauen, dass das nicht verrutscht und, wie man die Decken nicht beschädigen, kann Stimmriss verursachen auf der Decken und so weiter. Heute zeige ich euch, wie man den Stimmstock jetzt da einsetzt. Da gibt es ein paar so Schmäh, wo es relativ leicht geht. Und dass das auch ihr seht und nicht nur ich da, weil das ist ein bisschen schwieriger zu filmen, habe ich ein Instrument ein bisschen aufgemacht. Das heißt jetzt nichts anderes wie, man sieht auch und man kann ganz gut reinfilmen, sodass es auch ihr seht, was passiert wirklich genau, wie macht man das und wo soll er stehen. Jetzt habe ich prinzipiell eben zwei Möglichkeiten. Entweder kommt ein Instrument, wo bereits ein Stimmstock drinnen steht. Wenn der jetzt nicht ganz falsch ist, dann markiert man sich das mit einem Bleistift am Boden, wo ist der gestanden, damit man eine Ausgangsposition hat und der Musiker das Gewohnte wieder findet. Ja? Wenn er ganz falsch steht, brauche ich keine Markierung machen, weil der sowieso nicht mehr dort hinkommt. Weil einen falschen wieder falsch zu machen, das macht halt einfach nicht viel Sinn. So, beim Ausprobieren da bin ich dann drauf gekommen, dass es natürlich ein Vorteil ist, wenn das Instrument offen ist. Und wir sind am Überlegen, ob wir das nicht prinzipiell jetzt so machen, weil es wirklich einfacher ist. Außerkriegen tut man auch einfacher, man braucht es dann nur aufheben. Okay? War ein Schmäh. Bitte nicht aufschneiden alles. Naja, und jetzt hätte ich gesagt, Kasper, komm her mit der Kamera. Also wir nehmen jetzt an, dass ein Stimmstock drinnen steht, dass der sogar auf der richtigen Stelle steht. Und das, was ich zuerst gesagt habe, dann zeichnen wir das einmal an. Das ist im Prinzip ein Bleistift, der sozusagen ihm einfach aufgeklebt auf so ein Stückchen Holz, damit ich auch bei dem Cello reinkomme. Ja? Dann gehe ich her und fahre durchs F-Loch rein, ja? Und zeichne einmal ein bisschen was an, damit ich weiß, wo der steht. Okay? So, jetzt schmeiße ich den Stimmstock um. Ich fahre mit dem Stimmsetzer rein, ja? Und quer im Prinzip so nach innen und schon fällt der um. Jetzt holen wir den mit einem Werkzeug raus. Ja? Das heißt, ich brauche das nur so ein bisschen aufheben, dass das da liegen bleibt. Greife das Ding an und habe ihn schon. Okay? Nehmen wir an, der Stimmstock liegt drinnen und ich habe sowieso so ein aufgeschnittenes Instrument. Dann ist es natürlich so viel leichter, den rauszuholen. Aber das ist jetzt auch oft nicht der Fall. Also einfacher, also mit dem Stimmstockgreifer geht es eigentlich ganz gut. So, jetzt gehe ich her, schwupp, 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 schnipp, schnipp, schnipp. Ich habe sozusagen jetzt auch die Passungsflächen gemacht, die Länge passt und. Und jetzt setzen wir rein. Das heißt, ich nehme den Stimmstocksetzer, nehme den Stimmstock vorne auf. Da gibt es dann so Leute, die sagen, der Stimmstock wird aufgespießt. Der Stimmstock, wenn man übersetzt ins Italienische, heißt ja die Seele. Und die Seele aufspießen, da darf bei mir, rein esoterisch gesehen, einfach was zusammenzucken. Übrigens, der Steg, den habe ich da aufgepickt, damit es besser veranschaulichbar ist. Jetzt fahre ich durchs F-Loch rein, das sieht man jetzt eh, dann fahre ich ihn einmal rein. Dann gehe ich her und stelle ihn einmal da auf die richtige Stelle her. Und dann muss ich nur noch schauen, dass ich ihn richtig gerade hinstelle. Das geht so und so.
Dann muss ich mir nur ein bisschen drehen, dass er passt. Dieses Geräusch ist ein richtiges Geräusch. Das heißt, dass die Oberflächen vom Stimmstock richtig drinnen sitzt. Ja? Der ist jetzt ein ganz kleines bisschen noch schräg. Ich schaue natürlich jetzt nicht da rein, wo ihr reinschaut, sondern ich schaue da rein, wo ich normalerweise das gewohnt bin. Hier ein ganz kleines bisschen gehört um. Ja, so sitzt der drinnen und das ist es eigentlich schon. Ja, mehr ist nicht. Und ich habe es jetzt deswegen so aufgemacht, damit man das ein besser sieht. Das dreht das ein kleines bisschen. Ihr seht jetzt auch da genau, dass das unter dem Stegfuß steht da herum. Jetzt muss der ein bisschen nach oben gehen mit der Kamera, dann sieht man es besser. Ja, okay. Siehst du, was ich meine? Dann da herüben siehst du jetzt, dass er sozusagen unterm Bossbalken drinnen ist, der Stegfuß. Ja. Man sieht jetzt, dass der Stimmstock noch nicht ganz gerade drinnen steht, er steht unten ein bisschen nach außen. Ja. Jetzt werden oben einfach nur. Nein, aber das hast du ja auch vorher gesagt, ja, oben sollte er schon passen, unten kann es sein, dass er leicht schräger steht, oder? Ja, das ist, ich sage jetzt einmal. Ja, man sollte nicht darauf hinarbeiten wahrscheinlich, oder? Besser. Naja, voll besser, voll krass besser. Ja, aber jetzt schaust du mal auf den Bildschirm unten. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Hokus Pokus ist Baby leicht. Ja? Aber ihr seht jetzt in Wirklichkeit, also warte ein bisschen, ich hebe jetzt nur das Ding ein bisschen auf. Ich muss ein bisschen nach oben gehen mit der Kamera, genau. Ihr seht jetzt, ist in Wirklichkeit kein Fair, wie man den Stimmstock einstellt. Es gibt ja so Musiker, die nervös sind, wenn es um das Thema Stimmstock geht. Ganz einfach, wenn ein Geigenbauer das wirklich kann mit einem Stimmstock und ein Instrument wirklich einstellen kann, dauert das keine 2 Stunden. Und es ist nicht so, dass man da schon nervös sein muss. Das heißt, im Normalfall ist es so, wenn das einer kann und angreift, ist es nachher in jedem Fall wirklich besser. Ohne Diskussion. Ja? Also bitte Nervosität ablegen. Es sei denn, man ist irgendwo, wo das jemand nicht kann. Dann bitte das Instrument nicht aus der Hand geben. Bringt nichts. Ich habe jetzt auch gesehen, mit so einem Close-Up, wie das gemacht wird. Ja? Es ist tatsächlich keine Hexerei. Ja? Wie gesagt, es ist eine Übungssache, aber in Wirklichkeit, das funktioniert schon. Ja? Also zu fest sollte er nicht drinnen stehen. Ja? In Wirklichkeit, das, was der Seitendruck sozusagen dann reindruckt, soll es zuerst ausdrucken. Das gelangt. Ich hoffe, dass euch das Video taugt hat und dass ihr was gesehen habt, was euch was bringt. Und ich würde mich voll freuen, wenn wir das nächste Mal wieder beieinander sind. Alles dann. Pfiat euch. Kann ich schon? Ich denke ja. Also, wenn der Bub denkt ja, dann könnte man es einmal versuchen. Man weiß ja nie, ob er es eingeschalten hat oder wie auch immer. Passt das so vom Bild her? Ich meine nicht, dass das zu viel Spalt ist. Es passt. Du meinst, ist schön. Take 1. Es gibt nur ein Take. Versuch 1, Szene 1, nein. Video 1. Nein, es gibt nur ein Take. Das ist ein kompletter Mist, so das mache ich nochmal. Okay. Ich habe das ein bisschen weiter umgesetzt. Nein, das ist wurscht. Das Also war jetzt so. genau falsch aufgespießt. Tun wir nochmal aufspießen. So.
Nicht Also. aufspießen. Wir nehmen den Stimmstock am Stimmsetzer auf. Sieht man da irgendwas oder nicht? Sieht man, wir haben nur den Kühlschrank nicht da, das mache ich jetzt. Nein, dann machen wir es nochmal. Ja, es ist einfacher, wenn man es aufschneidet. Ja, dann sieht man da besser zu. Da sind sie. Ja, als safe würde ich es jetzt nicht nehmen, aber Als was? Als als safe. sicher. Ja, wieso? Wie nennst du den schwarzen Kasten, der da draußen steht? Das ist ein Waffenschrank. Richtig, dort wo Instrumente drin. Ja, du kannst ja eh nicht lassen, sag halt was über die Verwandtschaft. Jetzt habe ich ein Inserat gelesen. Da sucht eine Familie, die sehr harmonisch ist und wo eigentlich einmal alles passt. Die suchen jemanden, der die ein bisschen irritiert. Gegen Gebot. Das heißt, man muss was zahlen dafür, dass man wen hinschickt, der halt keine Verantwortung übernehmen kann, der durch und durch verlogen ist, der dann nie für was schuld ist, der nie was gesagt hat und immer ein bisschen Gift streut. Ich weiß halt schon, wenn ich anbiete. Ich habe einmal ein Foto vorausgeschickt und ein paar Beispiele. Die sind hochinteressiert.